Es war nur am Anfang dieser Schreckpunkt, wenn man das gesehen hat. Das ganze Kaputte und Zugewachsene und so. Katastrophal. Das war wirklich chaotisch. Es war alles zugewuchert hier. Man hat nichts gesehen hier. Man hat hier nur eine riesige Wiese gesehen, die total zugewachsen war mit Schilf, kann man schon fast sagen. Als ich damals hier angefangen habe, hier mit einem Rasenmäher, mit meinem Elektrorasenmäher, mit dem bin ich nicht durchgekommen. Es war einfach nicht machbar. Es war einfach zu hoch, es ging nicht. Dann habe ich mir von Herrn Meier einen Benziner besorgt und dann war ich mit dem Benziner hier einen kompletten Tag im Gange, einfach nur um das zu mähen. Knapp 30 Säcke nur mit Rasenschnitt. Kevin hat gesagt, ich soll das filmen. Hier waren wir aber fleißig. Aber man hat nach und nach immer gesehen, das Ergebnis, wo das abgemäht war. Mein Gott, da kann man noch was draus machen. Das, was ich hier mache, macht auch kein Mensch eigentlich. Das war vorher immer alles so, wie soll ich sagen, wilder Rasen oder so, alles querbeet zusammen. Und mein Plan war schon immer, ich wollte immer so einen schönen runden, so eine Abrundung haben hier, wie so ein Kreis. Naja, und da ist mein guter Sohnemann auf die gute Idee gekommen, wie mit einem großen Zirkel, genau, wie ein Zirkel, einfach mal zu spielen. Und dabei ist richtig was Schönes rausgekommen. Da bin ich auch ganz stolz darauf. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut gemacht. Der liebe Sebastian, hat mir da so ein wunderschönes Tomatenhaus gebaut, was ich auch total richtig stolz auf ihn bin, was er da gebaut hat. Es wächst alles drin, es wuchert alles, Gurken ohne Ende, Tomaten ohne Ende, Zucchini und alles. Das ist ganz, ganz toll. Also mein Teich ist was, da bin ich ganz stolz drauf. Ich liebe meine Fische, meine Seerosen und jetzt bin ich noch ganz, ganz stolz auf meine kleinen Frösche. Ich liebe die Frösche, ich finde die sowas von süß. Die sind so zahm. Am Anfang waren sie total noch verängstigt. Du siehst es ja, ich kann ja Wasser mit meiner Gießkanne rausschöpfen. Die gucken mir einfach nur zu und die sagen gar nichts, nur einfach so, hallo, da bist du ja wieder. Das ist total süß. Die kleinen fleißigen Bienchen, ja, die liebe ich über alles. Also ich bin ganz stolz auf die Bienchen. Ich finde sie auch total süß. Ich mag sie sehr. Und du siehst ja die kleine Harmonie zwischen den Bienen und meinen kleinen Fröschen. Keiner hat Angst voreinander und die mögen sich genauso, wie ich sie auch mag. Biene versus Wespe. Mann! Wieso was? Die klatsche ich jetzt ein, das geht noch. Ja, mein Gemüsebeet, ja. So, man muss das erstmal umgraben. Man tut ja auch nicht mit Flipflops hier umgraben eigentlich. Dann ordentlich düngen. Entweder man hat Stecklinge oder man hat Samen. Ich mag ganz gerne Stecklinge. Es geht ein bisschen schneller, wenn ich die mache. Was habe ich mir da eingepflanzt? Da waren die Winterzwiebel drin, da ist Kohlrabi drin, Rucola-Salat. Rucola. Leider ein bisschen zu groß geworden, es war ein bisschen bitter geschmeckt. Aber dafür haben wir noch hier rote Beete, Karotten. Aber letztes Jahr war meine Kartoffelernte ein bisschen daneben, nicht so schön. Die waren nicht so schön, die Kartoffeln, die waren leider ein bisschen schwarz. Und dieses Jahr sind sie sehr, sehr lecker, finde ich persönlich. Ich mag Kartoffeln, ich bin ein großer Kartoffelesser. Diese wunderschöne rote Blumenreihe habe ich mit Janine gemacht. Haben wir vor knapp 2 Monaten ausgesät. Und die denken, oh, guck mal, wie fleißig die sind. Menschenskinder, oh, guck, der Mike, der gießt und gießt. Ja. Wie man sieht, das Ergebnis sieht einfach bombastisch aus. Es sieht wirklich toll aus. Die Bienchen sind sehr, sehr fleißig drin, sogar die Hummeln. Jede Menge Hummeln sind drin. Absolut toll. Also das Ganze nur zu beobachten, was für Leben hier im Garten ist, in den Blumen und überall, das ist einfach faszinierend und ich liebe es. Das ist es einfach. Das, was ich liebe, die Natur und den Garten.